Sitzen da etwa animierte Passagiere in meinem Flugzeug? Ein lang ersehnter Wunsch ist endlich in Erfüllung gegangen. GSX Pro hat ein neues Major Update released, nämlich die Version 3.0. Und was macht dieses Major Update eigentlich so major besonders? Ganz einfach. Bisher haben wir den Passagieren nur beim Einsteigen zuschauen können, aber wirklich sitzen geblieben sind sie nicht. Und mit dem neuesten Major Update von GSX Pro steigen die Passagiere nicht mehr nur ein, sondern bleiben auch tatsächlich sitzen, wenn du das willst. Damit das Ganze reibungslos funktioniert und die Passagiere auch wirklich an ihrem Platz sitzen bleiben, musst du 3 wesentliche Schritte beachten. In diesem Video zeige ich dir, welche Schritte das sind und wie das Ganze aussieht. Und vor allem, ob das Ganze FPS-freundlich ist oder nicht. Setz dich hin, wenn du noch nicht sitzt, lehn dich zurück, wenn du noch nicht lehnst und schau zu. Ich bin der Mario und herzlich willkommen auf meinem Kanal SimSites. Bevor wir loslegen, schauen wir uns erstmal die Voraussetzungen an, was gegeben sein muss, damit das grundsätzlich einmal funktioniert. Zuerst einmal musst du dein GSX Pro auf die neueste 3.0er Version aktualisieren. Da gibt es dann diese Version, wenn die noch nicht installiert ist, auf jeden Fall zuerst installieren. Und bevor wir in den Flugsimulator gehen, öffnen wir zuerst noch die GSX-Optionen. In den Optionen finden wir auf der rechten Seite unten eine ganz wesentliche Einstellung, die auf jeden Fall gesetzt sein muss, damit das Ganze funktioniert. Aus dieser Einstellung geht auch hervor, dass das momentan nur für einen Flugzeugtyp funktioniert, nämlich dem Phoenix A320. Ist dieser Haken nicht gesetzt, dann verhält sich GSX Pro wie früher und die Passagiere steigen zwar ein, aber verpuffen dann einfach wieder. Und dann beim Aussteigen sind sie erst wieder ersichtlich. Genug geredet, jetzt wird es Zeit für den Flugsimulator. Wir stehen da jetzt am Flughafen Wien auf dem jeweiligen Gate und schauen uns das Ganze einfach mal im Detail an. Der Flieger steht schon bereit, das Boarding hat bereits begonnen und die Passagiere werden mit dem Bus schon zum Flugzeug geführt. Ich hänge mich da jetzt einfach an die Passagiere an und steige dann gemeinsam mit denen in den wunderschönen Airbus A320 von der Austrian Airlines. Aber bevor wir da jetzt mit den Passagieren einsteigen, machen wir noch einen sehr wichtigen Schritt. Ansonsten würden sich die Passagiere zwar dann auf ihren Platz hinsetzen, aber nach dem Sitzen würden sie sofort wieder verschwinden. Und wir wollen ja unsere Passagiere den ganzen Flug über bei uns haben, oder? Aber genau dafür musst du wissen, unter welchen Umständen die Passagiere eigentlich in der Kabine angezeigt werden oder nicht. Erinnerst du dich noch, als ich vorhin von 3 wesentlichen Schritten gesprochen habe? Der erste Schritt ist in den GSX-Optionen, dass das Einsteigen überhaupt aktiviert ist. Der zweite Schritt ist, dass GSX auch während dem Flug läuft. Also es darf nicht disabled sein während des Fluges. Wenn das natürlich disabled ist, werden auch keine Passagiere angezeigt. Und der dritte Schritt befindet sich im Cockpit, nämlich die Cockpit-Türe. Das Darstellen der Passagiere ist mit der Cockpit-Türe gekoppelt, das heißt, ist die Türe offen, werden die Passagiere angezeigt und ist die Türe wieder geschlossen, werden die Passagiere nicht angezeigt. Das heißt, hätten wir unsere Tür jetzt nicht noch aufgemacht, dann würden wir uns beim Einsteigen zwar freuen, dass sie alle einsteigen und sich hinsetzen, aber sie würden sich nicht dauerhaft hinsetzen. Und genau das wollten wir ja eigentlich erreichen. Und dass diese Funktionalität an die Cockpit-Türe gekoppelt ist, macht auch auf jeden Fall Sinn. Weil wenn die Tür zu ist, dann sehen wir die Passagiere ja praktisch gar nicht, also braucht sie GSX auch gar nicht rendern. Das heißt, bei geschlossener Türe ist die Gesamtperformance wieder so, wie wenn wir uns die Passagiere nicht anzeigen lassen, was sich positiv auf unsere FPS auswirkt. Und genau das führt uns jetzt zum nächsten Thema, nämlich die Performance. Wie sehr beeinflussen die sichtbaren sitzenden Passagiere unsere FPS im Flug? Und das werden wir jetzt gemeinsam herausfinden. Dafür aktivieren wir den Entwicklermodus und blenden uns dann erstmal die FPS-Anzeige ein. Auf den ersten Blick schaut es jetzt eigentlich gar nicht so gut aus, da ist eine Menge Last im System, limited by main thread. An sich jetzt nichts Neues im Flugsimulator, nur vom Gefühl her ist es jetzt noch schlimmer als ohne Passagiere. Und als Gegenbeweis schauen wir uns jetzt noch einen direkten Vergleich ohne sitzende Passagiere an. Dafür schließe ich jetzt die Cockpit-Tür und dann beobachten wir, wie sich die FPS-Anzeige wieder einigermaßen stabilisiert. Ja, es wird besser, es kommt deutlich aus dem roten Bereich raus und wie du siehst, haben die sitzenden Passagiere schon durchaus einen deutlichen Einfluss auf die Performance. So gute 10 FPS musst du einbußen, wenn du nicht alleine fliegen möchtest. Aber in den kritischen Phasen wie Start und Landung kannst du die Tür ja wieder schließen, dann hast du dieselbe Performance wie ohne Passagiere und für den Reiseflug, wo es ja dann eigentlich relevant ist, wo du Zeit hast, wo du vermutlich im Autopiloten fliegst, kannst du die Tür wieder aufmachen und dich über deine Passagiere erfreuen. Genau genommen ist es ein bisschen skurril, dass man während dem Flug, wenn man die Passagiere sehen möchte, die Tür offen lassen muss, weil im echten Leben wäre die Tür ja niemals offen. Das wäre ja schon aus Sicherheitsgründen gar nicht erlaubt. Aber gut, wir sind ja nicht im echten Leben, wir sind im Flugsimulator. In der Außenansicht sowie in der Drohnenansicht läuft das Ganze ein bisschen anders. Da ist das nicht über die Cockpit-Türe geregelt, sondern da werden die Passagiere immer angezeigt, wenn du nah genug am Flugzeug bist. Das heißt, zoom ein bisschen näher ran und schon siehst du ein paar Leute aus dem Fenster herausschauen. Wenn du dann wieder rauszoomst, sind die Passagiere weg und die Performance ist wieder gut. Aber da würde ohnehin nicht auffallen, dass da jemand drinnen sitzt, wenn man weit rauszoomt. Also alles in allem eine echt super Lösung
auch wenn man die FPS ein bisschen spürt, ja, muss man schon ehrlich zugeben. Das soll es dann auch schon gewesen sein. Viel mehr gibt es da jetzt eigentlich gar nicht zum Zeigen. Ein lang ersehnter Wunsch ist jetzt endlich in Erfüllung gegangen. Wir haben endlich ein bisschen Leben im Flugzeug, wenn wir von A nach B fliegen und können uns endlich an den sitzenden Passagieren erfreuen. Zumindest mal für den Phoenix A320 und ich bin mir sicher, dass andere Flugzeugtypen auch in der nahen Zukunft folgen werden. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und du konntest wichtige Infos davon mitnehmen und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ciao, Baba! Du willst wissen, ob man SimBrief in der kostenlosen Version sinnvoll nutzen kann? Dann schau hier weiter oder schau in dieser Playlist weiter.